Aktuell haben wir eine ganz besondere Sternenkonstellation im Feld, die heute vom Neumond eingeleitet wird. Und zwar stehen Sonne, Mond und Mars in der Waage. Und ich spreche jetzt hier nicht von der Astrologie, sondern von den tatsächlichen Konstellationen, die wir am Sternenhimmel beobachten können. Und dort ist zu sehen, dass Mars in der Waage steht und in wenigen Tagen am 18.11. in Konjunktion mit der Sonne. Und Mars steht ja bekanntlich immer für den Kriegsgott, für hartnäckige Ego-Strukturen oder streiterische Auseinandersetzungen. Von daher wird ihm manchmal nicht so viel Gutes nachgesagt, aber man könnte auch sagen, dass Mars für die Überwindung der kriegerischen Seite in uns steht. Mars quasi der friedvolle Krieger ist, wenn er erlöst wurde. Im unerlösten Aspekt verursacht er Krieg. Im erlösten Aspekt repräsentiert er das Gegenteil, den Frieden oder den friedvollen Krieger. Und da Mars und Sonne jetzt in Konjunktion miteinander stehen, strahlt die Sonne natürlich mit aller Kraft auf alle kriegerischen oder streiterischen oder ego-basierten Aspekte ihr Licht. Und sie werden überdeutlich zu sehen sein. Und im kollektiven Bereich können wir das jetzt ja auch in einem ganz speziellen Feld sehen, das schon sehr, sehr lange auf die Erlösung wartet, schon Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, und wo der kriegerische Aspekt immer wieder im Dunklen schlummert. Ja, und die Waage, die steht natürlich für Harmonisierung, für Balance oder alles in die Waage zu bringen oder auch Gerechtigkeit walten zu lassen. Und in dieses Feld der streiterischen Ego-Strukturen möchte jetzt die Balance hineingebracht werden. Auf jeden Fall haben wir die Chance dazu, das zu tun. Und zwar einerseits im kollektiven Feld und andererseits auch im ganz persönlichen Feld. Und das ganz persönliche Feld wirkt sich natürlich auch auf das kollektive Feld aus. Von daher ist es jetzt im Moment besonders interessant oder auch wichtig zu schauen, wo hast du in deinem eigenen Feld noch streiterische Auseinandersetzungen? Diese wollen jetzt ans Licht kommen und in die Waage gebracht werden, in die Gerechtigkeit. Und wenn du das in deinem eigenen Feld machst, dann wird sich das positiv auf das kollektive Feld auswirken und kann sich auch dort zeigen. Aber es beginnt immer erst bei uns. Von daher geht es in diesem Mondzyklus, der jetzt mit dem Neumond eingeleitet wird und bis zum 13. Dezember dauert, speziell darum, kriegerische oder streiterische Aspekte in den Frieden zu bringen. Und der erste Schritt ist, dass man sich dafür bewusst entscheidet, bewusst für den Frieden entscheidet und sagt, ja, ich will den Frieden in allen Bereichen meines Lebens. Und sobald man das macht, werden sich alle unerlösten Aspekte zeigen. Und die unerlösten Aspekte können wir kollektiv jetzt sehr stark sehen, aber sicherlich auch der eine oder andere in seinem persönlichen Bereich. Und wir erlösen diese Aspekte, indem wir mit unserem Gegenüber in Harmonie und Balance gehen, sofern das möglich ist. Manchmal ist es aber auch nicht möglich, weil das Gegenüber an dieser kriegerischen Haltung festhält. Und dann ist uns nur eines möglich: loslassen. Wir lassen einfach die Situation los und gehen unseren eigenen friedvollen Weg. Frieden stellen wir nicht her, indem wir zu allem Ja und Amen sagen, sondern Frieden stellen wir her, indem wir unseren eigenen Herzensweg gehen, aus unserem Herzen sprechen oder nur liebevolle Gedanken in uns pflegen. Ja, und das sind die Energien, um die es jetzt geht. Und abschließend möchte ich mich nochmal bei euch bedanken für euer Dabeisein, für die wundervollen Kommentare, aber auch für die Spenden, die mich immer wieder erreichen. Und da ich nicht immer alle von euch erreichen kann, blende ich jetzt einige Namen ein, bei denen ich mich speziell auch nochmal danken möchte. Stellvertretend an euch alle. Vielen lieben Dank.